Willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video. Wir machen ein kleines Update für AMC. Weil es gestern noch verdammt knapp war, machen wir ein kleines Update zu FFAI. Weil wir uns schon länger nicht mehr Neo angeschaut haben, machen wir ein kleines Update zu Neo. Weil jetzt irrsinnig viele Leute darüber reden, dass HKT, also AMTD, so wichtig für den Squeeze sind, machen wir ein kleines Update dazu. Und weil es immer interessanter ausschaut, machen wir auch wieder ein kleines Update für Beyond. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Ich werde das Erklärvideo wieder ans Ende des Videos hängen oder ihr sucht einfach nach der Playlist Fractal Method. Okay, na dann springen wir gleich rein in AMC. So, heute nur ein kleines Update, wer die ganze Geschichte sehen will. Ein Part Squeeze, zwei Part Squeeze, Price Targets. Ich verlinke das letzte Video am Ende des Videos. Heute schauen wir uns an, was wir gestern gemacht haben. Also zoomen wir mal rein. Ja, und dazu muss man halt leider sagen, nicht wirklich viel. Wir hatten zwar gestern einen Market Crash. Ich meine, das ist auch relativ witzig, weil normalerweise sind Kriege bullish. Und wir hatten zwar einen guten Absturz, aber ich meine, ich sage euch, Market Crash schaut wirklich anders aus. Ja? 1% runter, 1,5% wieder rauf, ist kein Market Crash. Wir sind knapp dran, aber es ist keiner. Dafür hat sich AMC aber eigentlich relativ gut gehalten gestern. Einziges Problem ist, ich habe das in den letzten Videos schon gesagt, wir wollen ein eindeutiges Wie haben. Ja? Jetzt habe ich gesagt, doppelte Böden auf AMC sind nicht bullish. Okay, jetzt kann man dazu sagen, das hier war kein doppelter Boden. Aber die Sache ist, für mich ist das auch kein wirkliches Hinunterknallen und wieder raufschießen. Ein typisches Wie. Weil wenn ihr euch das anschaut, wir haben dasselbe hier gemacht, hier und hier. Wir machen die ganze Zeit dasselbe. Wie würde also ein richtiger Boden ausschauen? Weil ich habe das, glaube ich, noch nie gezeigt. Also machen wir das heute. Zum Beispiel hier. 5. Jänner 2021. Der Boden vor dem Squeeze. Also bevor wir Higher Low und so weiter gemacht haben. Aber am 5. Jänner um 9:33 Uhr war unser Allzeitlow 2021. Und wenn man sich das genau anschaut, da haben wir relativ dasselbe gemacht, was wir jetzt auch tun. Wir sind Wochen hinuntergefallen. Absolut langweilige Price Action. Aber die letzte Candle, das letzte Wie, das war eindeutig. Wir sind runtergeknallt, mit einer Candle sogar auf der 1-minütigen, obwohl ich normalerweise eigentlich nur auf den 30-minütigen schaue. Eindeutiges Wie und ab geht's. Also dann Higher Low und dann weiter rauf. Ja. Aber diese Kerze hier, die war eindeutig. Ja. Nächstes Beispiel. 16. April 2024, der zweite signifikante Squeeze. Und auch hier ist es vielleicht sogar eindeutiger, weil wir sind Wochen, Monate einfach nur runtergelaufen, haben eigentlich nur algorithmische Bewegungen gemacht, bis auf den letzten Move hinunter. Ja? Auch hier sind wir ganz kurz vorher, hatten wir doppelte Böden hier, doppelte Böden hier, doppelte Böden hier, rauf und dann in einer Candle auf dem 1-minütigen Chart hinuntergeknallt und sofort gebounced. Auch hier eindeutiges Schema und danach eindeutiges Wie. Und das letzte Beispiel, 4. April
2025. Auch hier, die ganze Zeit sind wir am Fallen, ja, von vom März, April und eigentlich relativ seitwärts, ohne wirkliche Price Movements. Aber die letzte Candle nach unten, die letzten Minuten, die sind doch ziemlich eindeutig. Und auch hier auf dem einminütigen Chart. Eine Candle nach unten, dann extremes wie nach oben. Deswegen, ich weiß nicht, was ich davon derzeit halten soll, oder ich weiß es eigentlich relativ schon. Das hier schaut einfach noch nicht aus, als wäre das die eine Candle gewesen, die wir haben wollen. Ja? Trotzdem, jetzt zwei Versionen. Heute ist Mittwoch, oder? Ja. Wenn das jetzt der Boden war, okay, dürfen wir natürlich 1,10 nicht berühren oder brechen. Dann besteht noch immer die Möglichkeit, dass wir diesen Move hier bis Freitag machen. Dann haben wir so eine kleine Chance, dass nächste Woche etwas squeezy passiert. Ich habe das ja im letzten Video schon gezeigt, die verschiedenen Versionen, die ich sehe. Wenn wir das hier nicht bis Freitag machen, keine Chance, meiner persönlichen Meinung nach, für nächste Woche. Und dann wird schon langsam knapp für März, sage ich auch gleich. Was ich eher glaube, ist, das hier war nicht der Boden. Ich glaube noch immer, dass es eine sehr gute Möglichkeit besteht, dass wir, weiß Gott, was jetzt heute oder morgen machen, vielleicht so blöde Sideways-Action. Und Freitag sehen wir diese signifikante Candle. Ja. Schauen wir mal. Ja. Ich bin noch immer der Meinung, wir werden $1 nicht brechen, aber mein letztes Target war ja 1,11 oder so. Ja, also könnte der Boden sein, aber 1,11 zu 1,6 ist schon noch drin. Aber ich möchte das Ende. Ihr habt es jetzt gesehen. Ich habe es jetzt für 2021, 2024, 2025 gesagt. Es war jedes Mal eindeutig. Für mich ist das hier nicht eindeutig. Wenn das hier nicht der Boden ist fürs Micro-Tracking, dann war das hier einfach nur unser T. Last time to sell, bevor wir unser V bekommen. Ja? Schauen wir mal. Ja? Ich weiß, es wird auch für mich langsam echt langweilig, weil wenn man sich genau das hier anschaut, wir sind jetzt Monate nur runtergegangen. Ja? Aber dazu sei gesagt, AMC macht das halt immer. Ja? 2021, 2024, 2025. Immer bevor man den Boden erreicht, machen wir so einen Scheiß. Ja? Es ist halt derzeit wirklich einfach nur das Warten. Wann kommt endlich der Boden, damit wir weiter tracken können? Okay. Für GameStop brauche ich heute kein Update machen, weil es hat sich nichts geändert zu gestern. Für jegliche Versionen habe ich das letzte Video gemacht. Da werden alle Versionen hergezeigt. Okay. Nächstes ist FFAI. Und FFAI ist gestern ganz knapp, meiner Meinung nach, an einer Katastrophe entlang geschlittert. Zur Wiederholung, wir sind jetzt, wenn wir nicht sterben, die Listen OTC gehen, meiner Meinung nach am Ende. Ja? Am Ende von einem riesigen Fractal. Ja? Wir haben unser perfektes C, Lower High, Midpoint T. Für Regeln 1:1 ist unser nächstes A bei 150, unser nächstes B bei 5000. Wie immer sage ich dazu, 5000 pro Aktie werdet ihr ohne einen Split nicht sehen. Für normale Preistargets ist unser nächstes A bei $4, B bei $34 und unser großes A, unsere T-Linie, die 153, das ist die Linie, wo wir ohne Split rejecten werden und nachher sterben werden, aber das interessiert dann eh niemanden mehr. Und nochmal ganz kurz, ich gehe bei FFE nicht davon aus, dass wir ein A Pullback, B Pullback, C machen. Ganz einfach deswegen, weil FFEI immer dasselbe gemacht hat. Wie Higher Low Squeeze.
wie High-Low Squeeze. Wie High-Low Squeeze. Jedes Mal. Was haben wir also gestern gemacht? So, hier der 30-minütige Chart von gestern. Und ich habe gesagt, wir wollen unter allen Umständen hier 43 Cent halten. Ja? Weil ich langsam der Meinung bin, wenn wir das auch nicht halten, kommen wir ins Territory, wo wir sagen, Reverse Split, OTC, Delisting. Ja? Weil wir sind mittlerweile sehr tief. Oder zumindest kommen wir in den Bereich, wo es mich persönlich wirklich nicht mehr interessiert, wo ich es nicht angreife. Ja? Tja, wir haben jetzt am 20. Februar vielleicht unseren Boden gemacht und seitdem machen wir das Micro-High-Low. Und gestern waren wir verflucht knapp dran, wenn man sich das hier anschaut, da wieder runterzukommen. Verflucht knapp. Ich meine, es war 1 Cent. Ja? Aber schaut nicht so schlecht aus. Ja? Das hier ist das Micro-High-Low. Ja? Unter der 786 sind gebounced. Dann haben wir ein kleines Micro-High-Low noch dran gehängt. Das hier. Ja? Auch nicht so schlecht aus. Was passiert jetzt als nächstes? So, die Sache ist die. FFAI ist dafür bekannt, dass es diese Scheiße macht. Ja? Man braucht sich nur das hier anschauen. Ja? Dass der Boden, bevor wir den 1000% Squeeze gemacht haben. Ja? Das sieht man, man hat diesen Boden gemacht, hat dann ein großes High-Low, noch ein High-Low und dann sind wir erst marschieren. Ja? Wir könnten also noch immer einige Zeit hier unten sein, solange wir 43 Cent nicht brechen. Aber für was auch immer, die nächsten Moves. Das hier ist nur unser Micro-High-Low, meiner Meinung nach. Wir brauchen noch immer das große High-Low, um den Chart abzuschließen. Das bedeutet, ich möchte noch immer etwas sehen zu 1 Dollar oder 90 Cent, wieder runter. Das wäre unser letztes High-Low. Und danach können wir schon unseren depperten Squeeze machen. Ja? Es ist allerdings auch die Möglichkeit, weil diese High-Lows so winzig sind, dass wir ausschließlich nur auf dieses High-Low hier warten. Ja? Ist bei FFAI nicht so leicht zu sagen. Deswegen, ich habe eine kleine YOLO-Position schon drin, ja? Ist kein Financial Advice. Sollten wir hier bei 90 Cent oder 1 Dollar rejecten, bin ich draußen. Ja? Und warte wieder auf den nächsten Entry hier. Sollten wir hier allerdings über diese Trendlinie brechen, dann, ich meine, ich glaube, wir werden das nicht einmal dann sehen. Ja? Also wenn wir hier plötzlich anfangen zu rennen, dann schaut das halt so aus wie das hier. Ja? Wir schießen einfach durch. Ist sehr riskant derzeit, wirklich riskant. Persönlich würde ich einfach nur mit Geld spielen, was mich nicht interessiert. Weil wirkliche Bestätigung werden wir hier nicht bekommen. Ja? Die einzige Bestätigung, die wir derzeit haben, ist, gut, wir haben jetzt ein High-Low gemacht. Solange wir das halten, super. Ja? Könnte sein, dass wir dann einfach hinausschießen. Sollten wir hier wieder runterbrechen, ja, dann geht es bergab. Ja? Schaut derzeit nicht schlecht aus, allerdings sage ich euch, innerhalb von einer Minute kann dieses Ding absolut scheiße ausschauen und sterben. Ist halt ein Meme-Stock. Okay. Nächstes ist NIO. Und für NIO habe ich wirklich schon lange kein Update mehr gemacht. Allerdings muss man auch dazu sagen, es ist in letzter Zeit halt nicht so viel passiert. Aber weil wir schon lange nicht mehr gehabt haben. Als erstes das ganz große Fractal zu NIO. Im Großen und Ganzen, die IPO von NIO hat in dem Pullback von A gestartet. Ja, hier der Pullback von A. Warum? Ganz einfach, weil wir danach das große B gemacht haben. Also von Oktober 2019 bis
April 2025 war unser großes B. Weil, wenn man sich das anschaut, vom A-Boden, das ist ein 0.5 0.618 Pullback. Wir haben hier keinen Bruch von der 786. Somit kann das hier nicht higher low sein. Dafür ist dieser Pullback nicht tief genug. Es kann also nur B sein. Ja. Es könnte allerdings vielleicht sogar einfach nur A sein. Das sage ich auch dazu. Ja. Aber ob das jetzt A oder B ist, ändert nicht wirklich was. Ja. Das Einzige, was das ändert, ist, dass das hier B oder C ist. Aber auch in dem Fall, für unser jetziges Tracking ändert das nichts, weil unser nächster Move, der jetzt hier aufgeht, ja, egal ob B oder C, es sollte allzeit hochbrechen. Okay, dann schauen wir uns vor allem das hier an. Egal ob das jetzt A-Pullback oder B-Pullback war, ich bin ziemlich nicht convinced, überzeugt, dass hier am 9. April 2025 unser Boden war. Dann haben wir ein wunderschönes Higher Low gemacht, sind ausgebrochen aus der langen Trendlinie, sind nach oben geschossen über unser T. Somit ist das hier auf jeden Fall, egal ob jetzt das der nächste Buchstabe C oder B ist, unser kleines A. Und dieser Top von diesem kleinen A war am 2. Oktober. Und ich habe mit NIO, glaube ich, angefangen auf diesem Channel. Und ich habe, weiß Gott, wie viele Hasskommentare bekommen, weil ich gesagt habe, hier an dem Punkt, Leute, es tut mir leid, aber dieser Pullback ist nicht fertig. Wir werden runtergehen. Ne? Und jetzt sind wir hier unten. So viel dazu gesagt. Ich werde nie auf diesem Channel irgendwas sagen, nur um mehr Views zu bekommen. Wenn ich bärisches Verhalten sehe, werde ich es bärisch checken. End of story. Ja. Mich interessieren Fundamentals nicht. Einfach nur, was ich sehe. Für Beyond jetzt sind wir jetzt fertig. So, dazu sei jetzt eins gesagt. A macht immer einen 0.5 oder 0.618 Pullback. Von wo? Von unserem Boden zu unserem Top. 0.5 war hier. Da sind wir gebounced. Ich bin der Meinung, das war unser T. Und dann sind wir runtergeknallt. Direkt auf die 0.168. Ich habe also jetzt eigentlich nur noch zwei Versionen left. Also ich habe nur noch zwei Versionen. Nummer 1, das hier am 2. Februar war unser Boden. Ja. Dazu sei nur eins gesagt, wir haben das jetzt schon bei Wiebel gesehen. Ja. Doppelter Boden. Mag ich nicht. Ja. Aber für die bullische Version war das hier am 2. Februar unser Wie. Das hier ist unser Higher Low. Ja. Solange wir nicht 4,38 brechen oder berühren und der nächste Move ist nach oben. Wohin? Unser nächstes kleines B ist bei $16. Jetzt zur Alternative. Das Problem ist dieser doppelte Boden, für mich persönlich. Ja. Wenn wir hier nochmal runterbrechen, dann war das hier unser T. Man muss auch ehrlich sagen, das hier schaut besser aus als das hier. Ja, aber das ist nur gefühlstechnisch. In dem Fall, wie tief könnten wir gehen? Ja, dann nehmen wir die FIB wieder. In dem Fall gehe ich nicht davon aus, dass wir hier runter zu 3,70 fallen. Ja, weil so tief sollte A nicht gehen. Aber irgendetwas in dem Bereich hier, also irgendetwas von 4,37 bis, sagen wir, 3,90 ist dann noch immer drin. Ja. Dazu sei aber auch gesagt, das hier ist T, also das wäre kleines T. Ich gehe nicht davon aus, dass wir das so machen. Ja. Ich gehe davon aus, dass das relativ schnell gehen sollte. Ja.
dann wie kleines Hilo und ab geht's. Ja. Zu was tendiere ich mehr? Ich hasse diesen doppelten Boden hier. Das ist so kacke, dass wir da wirklich da schauen wir mal, ob das wirklich ein doppelter Boden war. Ja. Was? Ja, es war ein doppelter Boden. Ich hasse doppelte Böden. Ja. Sollten wir hier nochmal runterbrechen, sage ich euch, machen wir noch die $4 für 3,80. Aber es ist kein Weltuntergang. Dazu sei auch gesagt, wenn ihr euch diese Formation hier anschaut, ja, nur diese Formation. Es ist ein wunderschönes V, High, Low, Head and Shoulders und runter. Ja. Es ist dasselbe wie 2020. Wie High, Low, Head and Shoulders, runter. Ja, genau dasselbe. Und wenn man sich anschaut, was war das damals? Eine genaue 0,618. Ja. Und danach kam halt ein Higher Low, noch ein Higher Low und dann ging es schon nach oben. Also egal, ob wir jetzt diese 380 machen oder nicht, es schaut auf jeden Fall fantastisch aus, dass noch dieses Jahr, no financial advice, meiner Meinung nach wir sowas sehen werden. Schauen wir. Okay, nächstes ist HKT. Einfach nur, weil ich so oft jetzt gelesen habe, die Tweets, wenn diese Aktie sich bewegt, kommt gleich der Squeeze von GameStop. Ja? Und das so viele retweetet und wiederverwendet haben und so weiter und so fort. Bevor wir ins Tracking reingehen, schauen wir uns an, ob an diesem Tinfoil was dran ist. So, linke Seite, HKT, 8-stündiger Chart, von IPO bis heute. Rechte Seite, 24-stündiger Chart von GameStop, von August 2022 bis heute, weil die IPO von HKT war im August, Juli. Ja. Und dann schauen wir uns ganz genau an, die Spikes von HKT und was GameStop gemacht hat. Ja. Also beim Top von HKT, ja, hat GameStop war schon in seinem kleinen Run, ja, im August 2022, bevor es zum Allzeitlow von 2024 gefallen ist. Nächstes Top von HKT hier war GameStop schon im Fall. Dann das Top von Jänner 2023. Gut, da könnte man sagen, GameStop hat gerade einen Boden erreicht, ja, aber das war halt nur der hier, ja, der Run zu seinem T, bevor wir extrem runtergefallen sind. Aber zumindest hat HKT einen Top gemacht und GameStop am Boden. Also einmal bis jetzt. Nächstes Top. Hier. August 2023. Ja, da hat GameStop nach mit diesem kleinen Move gemacht, bevor es wieder runtergeknallt ist. Dann, nächster Top. Oktober 2024. War GameStop hier? Genau hier. Hat einen Boden gemacht. Nachher über einen Monat ein Higher Low, bevor es dann diesen kleinen Run gemacht hat. Könnte jetzt was sein oder nicht. Dann, nächstes. Hier. Mai 2025. HKT macht ein kleines Top. GameStop macht ein großes Top. Und zwar eins der größten Tops in der letzten Zeit, wo wir nachher 50% runtergeknallt sind. Nächstes. Oktober 2025. HKT macht einen Top. GameStop macht auch wieder oder ist schon nach dem Top. Ja, ist schon am Runterfall. Ja. Und jetzt dieses letzte Top, Februar 26, GameStop hat bis jetzt noch gar nichts gemacht. Deswegen, mir geht es darum, so viele haben geschrieben, das ist ein eindeutiges Zeichen. Jedes Mal, wenn HKT das macht, dann schießt GameStop nach oben.
Erstens stimmt es das nicht, weil es gab genug Fälle, wo GameStop nachher 50, 20, 30% runtergeknallt ist. Aber selbst das hat es nur manchmal gemacht. Ja? Für etwas, wo man sagt, das passiert jetzt auf jeden Fall, brauche ich mindestens 3 bis 5 Fälle, wo das auch passiert ist. Das kann einfach nur Zufall sein. Und es ist irrsinnig einfach nachzuprüfen. Nur anscheinend machen das heute Leute einfach nicht. Die sehen einfach nur, hey, der Typ da drüben, der hat gesagt, das ist so. Deswegen sage ich auch, das ist so. Bescheuert. Ja? Vor allem, weil es so leicht nachzuprüfen ist. Okay. Für HGT oder AMTD Digital, egal wie sie sich nennen, fürs Tracking. Ich muss sagen, es schaut gar nicht so schlecht aus derzeit. Ja? Wir haben von der IPO, die IPO ist gestartet, Instant Run zu seinem C. Lower High, Midpoint, diese Candle hier im Oktober 2025 könnte höchstwahrscheinlich unser T, Last Time to Sell sein. Und wenn man es bullish sieht, dann war der 30. Dezember 2025 unser Wohn. Dazu sei auch gesagt wieder mal, Triple Button. Ich sage nur dazu, das mit dem Triple, Double Button und so weiter muss nicht bei jeder Aktie schlecht sein. Ja, nur bei AMC ist es das auf jeden Fall. Fürs bullische Tracking bedeutet das, wir haben unseren Boden drin, wir haben ein kleines Micro-Halo, wir machen jetzt gerade, ich habe das ja, nein, ich habe es noch nie gezeigt, aber ich habe hier sogar die Zeichnung. Wir brauchen ein Halo. Was wir jetzt sogar gemacht haben. Ist dieses Halo jetzt schon fertig? Ja, könnte sein. Ja. Es ist genau bei dem Punkt gebounced oder in der Nähe, wo ich es mir selbst markiert habe. Was würde jetzt als nächstes passieren? Ja. Wenn das hier der Boden war, sollten wir jetzt aus dieser Trendlinie ausbrechen. Ja, könnte sein. Ich würde es nicht spielen. Ja, chinesische Firma, relativ scheiß Chart. Aber auch für das, genauso wie FFEI. Ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass wir ein A-Pullback, B-Pullback hier machen. Weil HGT macht das halt nie. Ja? Und wir sind jetzt am Ende eines Fractals. Wenn das hier ein Ausbruch ist, könnte es etwas Dummes machen. Also, ja, vielleicht wäre es eine Idee, ein bisschen was hineinzuwerfen. Sache für eine Alternative, wenn das hier der doppelte Boden war, ja, und es spielt eine Rolle. Ich gehe noch immer davon aus, dass das hier unser T ist, ja. Aber in dem Fall wäre das hier halt höchstwahrscheinlich unser L oder unser M. Und in dem Fall geht es weiter runter. Ja. In dem Fall schießen wir hinunter. Irgendwas unter $1 schießen wieder hinauf für unser T. Noch weiter runter und ihr wisst, was ich meine. Es wird einfach länger dauern. Ja. Im Großen und Ganzen, ich meine, es schaut hier aus wie jede scheiß Aktie. Also, ja. Seit der IPO, seit dem Allzeithoch, geht es einfach nur runter, 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 runter. Sei nicht dazu gesagt, dass wir nicht einen großen Move bekommen können. Ich würde halt nur nicht mit sehr viel Geld reingehen. Ja, okay. Nächstes ist und letztes ist Beyond. Und hier auch fürs ganze Update schaut euch einfach nur das letzte Video an. Ja, verlinke ich am Ende von diesem Video hier. Heute schauen wir uns nur an, was wir gestern gemacht haben. Und ich habe im letzten Video jegliche Variante gezeigt, die wir machen können. Eine davon war, oder für alle Varianten war, dass wir, wenn wir das hier brechen, diese Trendlinie, laufen wir rauf. Sind wir auch. Das hier war nur unser kleines A und ich habe damals schon gesagt, wir brauchen jetzt den Breakout Retest. Wir sind ein bisschen niedriger gekommen, als ich wollte, weil für mich
war es eigentlich der 0.5 oder der 6.18. Wir sind ein bisschen drunter geneift. Okay, solange, ich habe auch im letzten Video gesagt, solange wir nur unter die Trendlinie wicken und nicht drunter bleiben, ist alles super. Und wie man sieht, wunderschöner Breakout Retest. Was kommt jetzt als nächstes? Naja, also wenn das hier unser Breakout Retest war, von dem ich eher ausgehe, ja, weil ihr wollt auch immer meine Meinung dazu wissen, also ja, für mich war das der A-Pullback, der fertig sein sollte und der Breakout Retest. Was könnte jetzt als nächstes kommen? Eigentlich für mich nur zwei Sachen. Entweder wir gehen von hier ab nach oben. Ja. Nächstes Ziel, wenn wir langsam gehen, ist irgendwas über $1, $1,17, 0.5 Pullback und dann weiter rauf. Ja. Alle Varianten habe ich im letzten Video gezeigt. Oder wir müssen jetzt noch unser kleines Higher Low, unser Micro Higher Low hier fertig machen. In dem Fall gehe ich davon aus, bis Freitag werden wir, wenn das hier unser kleines Higher Low ist, dann wäre das hier unser C, unser L, das gestern oder heute war unser M. Bedeutet, wir fallen jetzt so runter, kommen nochmal rauf, T, und wir müssen unter 78 Cent. Ja, wir sind jetzt bei 80 Cent, sage ich nur. Aber wir dürfen nicht 76 Cent berühren oder brechen. Das wäre halt einfach nur Blödsinn machen bis Freitag. Jetzt ist die Frage, weil TradingView zeigt ja, dass wir heute Earnings haben. Ja? Wirklich bestätigt ist das noch nicht. Das ist bei Beyond halt meistens so. Die haben keine fixen Earnings. Aber die Earnings könnten ein Catalyst, könnte der Grund dann, den sie verwenden, um es rennen zu lassen. Ja? Also, dass das Fractal vielleicht darauf wartet, auf die Earnings. Aber im Großen und Ganzen schaut das fantastisch aus. Solange wir nicht unter diese Trendlinie fallen, werden wir diese niedrigen Zahlen für eine sehr, sehr lange Zeit nicht mehr sehen, meiner Meinung nach. Ob wir jetzt sowas ähnliches wie Oktober machen, wo wir hinaufschießen zu A, also unser nächstes Ziel fürs Große und Ganze ist auf jeden Fall 15 bis 25, oder ob wir langsam hier raufgehen, spielt natürlich für Options eine Rolle, aber im Großen und Ganzen, ich bin gespannt. Wie gesagt, für die komplette Story mit allen Preiszielen, letztes Video. Okay, war ein sehr kurzes Video. Tut mir leid, ich hoffe, ich schaffe diese Woche noch längere Videos, aber ich wollte einfach nur ein kurzes Update geben. Für die Playlists und so weiter, ich habe jetzt extra ein neues Outro gemacht. Ja? Wenn es euch interessiert, schaut es euch an. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Bye. Hope you found the insight that you've been chasing. Let Noriko trades keep your momentum pacing. The market's movements we are always tracking with our smart fractal tracking. So keep on learning and come back to see us here at Noriko Trades, where your future is limitless.